Herzlich willkommen zu unserem Podcast Karma Office. Wir hoffen wirklich, dass euch unsere allererste Podcast-Folge gefallen hat. Diesmal möchten wir uns gerne bei euch vorstellen. Wir sind Julika und Marina und haben uns beide im Medizinstudium kennengelernt und dabei festgestellt, dass wir uns beide für die Themen Gesundheit, Medizin und persönliche Weiterentwicklung interessieren. Deswegen nehmen wir euch super gerne auf unseren Weg mit. Warum wir unseren Podcast Karma Office genannt haben, dann in der nächsten Folge. In unserer zweiten Folge geht es um das Thema Diabetes. Die Zahl der an Diabetes erkrankten Erwachsenen wird hierzulande auf 9,5 Millionen geschätzt, davon 90% mit Typ-2-Diabetes. Was das genau ist, welche Folgen es hat und was wir präventiv machen können, besprechen wir jetzt mit Professor Christian Berg. Professor Christian Berg ist Chefarzt der Inneren Medizin im Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Wir gratulieren ihm zu seiner Honorarprofessur und seiner ersten Vorlesung an der UMCH Hamburg. Wir freuen uns jetzt sehr auf das Interview mit ihm. Was sind denn überhaupt die Gründe für Diabetes? Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und vielen Dank für die einführenden Worte. Was sind die Gründe für Diabetes? Das ist natürlich ganz verschieden, aber was wir auf jeden Fall wissen, der Diabetes nimmt deswegen so stark zu, weil sich unsere Lebensgewohnheiten so verändert haben, ja, so verschlechtert haben, kann man sagen. Bewegungsmangel, falsche Ernährung, hyperkalorische Ernährung und ein ungesunder Lebensstil tragen dazu bei, dass Diabetes wie ein Tsunami über uns kommen wird. Eine riesige Welle an Neuerkrankungen wird uns erwarten in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Darauf müssen wir uns gefasst machen. Das ist am Ende eine Folge unseres Lebenswandels, unseres Lebensstils in dem überwiegenden Teil. Es gibt natürlich auch andere Gründe, warum man an Diabetes erkrankt. Ich denke da an Autoimmunerkrankungen oder an Medikamenten, die einen Diabetes auslösen können oder andere Dinge, eine Schwangerschaft zum Beispiel. Aber 90% der Fälle, das ist eben zurückzuführen auf Übergewicht und auf einen ungesunden Lebensstil. Was sind denn die ersten Anzeichen von einer Diabeteserkrankung? Worauf sollte man achten, wenn man Diabetes vorbeugen möchte? Ja, das ist eben genau das Problem. Es gibt keine Anzeichen. Ja, und man merkt den Diabetes nicht. Der ist schleichend, der versteckt sich und den kann man letztlich nur durch ein gezieltes Testen rausfinden. Manchmal findet der Hausarzt im Screening, im Check-up, findet der erhöhte Blutzuckerwerte. Aber ehrlich gesagt, dann ist es schon ziemlich weit gekommen. Dann ist man schon spät dran. Wenn ein Diabetes manifest wird, hat man meistens schon eine Vorgeschichte von 5 bis 10 Jahren, in denen sich die ganze Sache anbahnt. Und es gibt im Blut bestimmte Marker, die man messen kann, Langzeitblutzuckerwerte, oder man kann auch einen Zuckerbelastungstest durchführen, um genau herauszufinden, bin ich eventuell ein Risikokandidat. Also merken tut man den Diabetes erstmal nicht. Das ist ein großes diagnostisches Dilemma für uns Ärzte. Aber man muss eben gezielt darauf achten und wenn wir dieses Risiko kennen, dann können wir auch gezielt danach suchen. Und das ist eben wichtig, dass das die Ärzte im Bewusstsein haben und auch die Betroffenen im Bewusstsein haben, dass man darauf achten sollte. Aber wenn der Diabetes dann wirklich in voller Ausprägung da ist, ja, dann gibt es Symptome. Dann hat man manchmal vermehrten Durst, vermehrten Harndrang, eine Schwäche und Abgeschlagenheit und fühlt sich nicht gut. Das kann auf einen Diabetes hindeuten, aber natürlich auch auf viele andere Sachen. Also das muss der Doktor herausfinden. Sie hatten vorhin so schön gesagt, der Neandertaler ist früher noch 40 Kilometer gelaufen. Wir laufen heute im Schnitt ungefähr 400 Meter. Was können wir denn konkret zur Prävention für Diabetes tun? Also man kann vor allen Dingen darauf achten, dass die Menge an Kohlenhydraten, also letztlich die Menge an Zucker, die dem Körper zugeführt wird, dass die sich in Grenzen hält. Ausnahmen gibt es immer, aber letztlich über den Monat, über das Jahr, über die Jahrzehnte betrachtet, ist diese Zufuhr von zu vielen Kohlenhydraten etwas, was unsere Bauchspeicheldrüse überlastet. Und irgendwann kann das Insulin im Körper, wenn es zu viel ausgeschüttet werden muss, um den anfallenden Zucker abzuarbeiten,
nicht mehr ausreichend produziert werden. Die Bauchspeicheldrüse wird schwach, die Bauchspeicheldrüse erschöpft sich und dann kommt der Diabetes. Und um das zu vermeiden, geht es eben darum, sich ausgewogen zu ernähren, sich ausreichend zu bewegen und auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Und das sind schon die Hauptfaktoren. Das ist das Wichtige, was man beachten muss. Da haben Sie ja auch schon gesagt, dass Bewegung ein wichtiger Teil davon ist. Welchen Einfluss hat denn Sport auf den Körper? Also können wir damit den Stoffwechsel anregen? Ja, natürlich. Sport führt definitiv dazu, dass sich sämtliche Stoffwechselprozesse verbessern. Also wir haben zum Beispiel mal untersucht, wie bei Marathonläufern die Prävalenz von Diabetes ist. Darüber wurde eine Doktorarbeit durchgeführt. Und tatsächlich Marathonläufer beispielsweise, gut, die jetzt sehr intensiv trainieren natürlich, aber die haben zum Beispiel eine Diabetesprävalenz von 0. Ja, während in der Normalbevölkerung die Prävalenz von Diabetes, wir wissen, dass etwa 6 bis 7 Millionen Diabetiker in Deutschland rumlaufen und zusätzlich gibt es eine hohe Dunkelziffer. Also Sport, ja, hilft und hilft auch nachweislich. Das muss kein Extremsport sein. Am gesündesten ist ein Mittelmaß, aber regelmäßige körperliche Bewegung senkt den mittleren Blutzucker. Welche unterschiedlichen Typen von Diabetes gibt es und welche Therapiemöglichkeiten? Generell ist es so, der Typ 1 Diabetiker, der junge Diabetiker, der kann gar kein Insulin mehr produzieren, der braucht also dauerhaft Insulin. Und dieses Insulin muss man eben in einer adäquaten Weise zuführen, entweder mit Langzeitinsulinen und Kurzzeitinsulinen in Kombination oder über eine Insulinpumpe. Das sind aber weniger Fälle. Viel häufiger ist der Typ 2 Diabetes, der Alterszucker. Hier kann man eben durch eine Verbesserung der Lebensgewohnheiten agieren, aber eben auch durch Medikamente. Und diese Medikamente haben sich weiterentwickelt. Da gibt es neuere, gibt es bessere, die jetzt auf den Markt gekommen sind, die dafür sorgen, dass der Zucker zum Beispiel über die Nieren, der überschüssige Zucker, ausgeschieden wird, sodass weniger letztlich verstoffwechselt werden muss und dadurch der Körper entlastet wird. Das ist ein ganz neues Präparat, was einen riesigen Fortschritt bedeutet für die Diabetestherapie. Ein anderes Medikament, was kürzlich zugelassen wurde, verändert die Leber in der Weise, dass der Zucker, der aus der Leber natürlicherweise ausgeschüttet wird, dass der gebremst wird und damit der Stoffwechsel sich verbessert. Es gibt weitere Tabletten, die an unterschiedlichen Organen im Körper ansetzen, unterschiedliche Effekte haben, aber da haben wir mittlerweile einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, das zu verbessern. Und last but not least, die Technik, die Innovation hilft uns, den Diabetes besser therapierbar zu machen. Also man kann den Diabetes letztlich über Sensoren, über einen Glukosesensor immer gut im Blick behalten, statt 4-5 Mal täglich selber manuell zu messen. Das ist eine zugelassene Technik mittlerweile und etablierte Technik. Und man kann mit Insulinpumpen genau bedarfsgerecht auf die gemessenen Sensorwerte zugreifen und eben die Insulintherapie so fein adjustieren, dass immer genau die richtige Menge abgegeben wird. Das ist aber sozusagen schon die fortschrittlichste Variante, die vor allen Dingen für Typ 1 Diabetiker notwendig ist. Mit welchen gesundheitlichen Folgen müssen DiabetikerInnen rechnen? Ja, Diabetiker sind Risikopatienten, das darf man nicht vergessen. Und in allen Bereichen der Medizin sind Diabetiker fast überall anfälliger für bestimmte Erkrankungen als Nicht-Diabetiker. Also an allererster Stelle steht natürlich das kardiovaskuläre System. Das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Arteriosklerose ist dramatisch höher. Das Risiko für einen stummen Herzinfarkt ist massiv höher. Das Risiko für Durchblutungsstörungen der Beine ist erhöht. Das Risiko für Nervenschäden ist erhöht. Letztlich kann man es sich ganz simpel vorstellen, der überschüssige Zucker im Blut lagert sich in den Organen ab und diese erleiden dann Spätfolgen. Und wo lagert sich der Zucker ab? Überall da, wo die kleinsten Gefäße im Körper sind. Die kleinsten Gefäße im Körper sind in den Augen und in der Niere, da wo das Blut ja gefiltert wird.
Und dementsprechend sind die frühesten Endorganschäden, die ein Diabetiker bekommt, sind Augenschäden und Nierenschäden. Und leider sind sehr viele Diabetiker, wenn sie nicht vernünftig behandelt sind, später dem Risiko ausgesetzt, Dialysepatienten zu werden. Und mehr als die Hälfte der heute dialysierten Patienten sind Diabetiker. Also dieses Risiko ist ganz enorm. Also Spätschäden ist ein Riesenthema. Und diese Spätschäden zu vermeiden, dafür muss man eben viele, viele Jahre vorher früh und adäquat ansetzen, um den Diabetes gut zu behandeln. Spätschäden können jedes Organ betreffen und sind vor allen Dingen schwer behandelbar, denn sie sind ja chronisch da. Sie sind durch die Ablagerungen des Zuckers, durch die Atherosklerose bedingt. Und der Myokardinfarkt oder der Schlaganfall sind natürlich Ausnahmesituationen, die wir alle vermeiden wollen, und deswegen ist da die Prävention und die Diabeteseinstellung essentiell. Jetzt besonders in Betracht auf die noch fortlaufende Corona-Pandemie, sind die Zahlen in der Corona-Zeit gestiegen? Ja, die Diabetesprävalenz nimmt stetig zu, und auch jetzt in der Pandemie und in dem Lockdown nimmt sie zu. Wir bewegen uns da weniger und essen vielleicht auch ungesünder, was auch generell ja das Phänomen ist. Also ja, während Corona ist auch die Diabetessituation schlechter geworden. Auch Betroffene gehen seltener zum Arzt, auch wenn sie vielleicht ihren Diabetes kontrollieren müssten, können nicht zum Arzt wegen Corona, wegen den beschränkten Möglichkeiten. Wir haben also vielfältige Probleme, die Corona mit sich bringt. Und das Virus selbst ist bei Diabetikern auch aggressiver als bei Nicht-Diabetikern, auch das noch. Also die infizierten Diabetiker haben einen schwereren Verlauf, das wissen wir mittlerweile. Welchen Einfluss hat die mentale Gesundheit auf ein ungesundes Essverhalten und Diabetes? Also da müssen wir sicherlich unterscheiden zwischen Essstörungen als solches. Da gibt es manche Essstörungen, die vielleicht auch mit Übergewicht und einem folgenden Diabetes vergesellschaftet sind. Das ist aber eher seltener. Viel häufiger ist, dass der Betroffene, der Diabetes hat, dass der auch eine Depression entwickelt oder eine Essstörung entwickelt durch den Diabetes. Und das müssen wir auch im Blick behalten. Es gibt viele Diabetiker, die wegen ihrer Erkrankung eine Depression entwickeln und diese brauchen Hilfe. Es gibt auch Schwangerschaftsdiabetes. Was können Sie uns dazu sagen? Schwangerschaftsdiabetes ist ein Zustand, den man früh erkennen muss, und viele Frauenärzte prüfen das. Das ist auch in den Leitlinien ja mittlerweile verankert, dass man mit Zuckerbelastungstest sehr früh auf einen Schwangerschaftsdiabetes testet und das rausfindet. Und dann ist wichtig, den Zucker eben optimal einzustellen, um eben die Schwangere, aber auch das ungeborene Kind eben zu schützen. Und wenn Corona dazu kommt, wird es natürlich besonders kompliziert. Da haben wir natürlich noch ganz wenig Daten. Da sammeln wir weitere Erkenntnisse. Aber wir sind generell bei Schwangerschaftsdiabetes, der auf dem Vormarsch ist, besonders alarmiert, denn der gehört sehr früh sehr intensiv behandelt, und der kann auch später, auch nach der Schwangerschaft, bei der Frau in einen wirklichen Diabetes münden und wieder auftreten. Also letztlich da brauchen wir unser besonderes Augenmerk. Gesunde Ernährung, haben Sie ja gesagt, ist ein wichtiger Teil, um Diabetes vorzubeugen. Wie können wir gesundes Essen, besonders auch in den Krankenhäusern, noch mehr integrieren? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch den Patienten in den Krankenhäusern gesundes Essen natürlich geben und darauf achten, dass insbesondere hier die Kohlenhydrate stimmen, dass die Zusammensetzung stimmt, dass es ein gesundes Essen ist, so wie in allen Kantinen Deutschlands das ein Thema ist, eben bewusst und gesund zu essen. Da gibt es Bestrebungen in den einzelnen Häusern. Da gibt es auch Empfehlungen der Deutschen Diabetesgesellschaft, dies zu verbessern.
Aber da haben wir sicherlich überall deutschlandweit noch ein Stück Weg vor uns. Wie integriert man Prädiabetes-Tests in der Diagnostik? Ja, das wäre ein ganz wichtiger Baustein, weil das große Dilemma ist, Diabetes bemerkt der Betroffene zunächst nicht. Diabetes tut nicht weh. Diabetes macht erstmal keine Probleme. Das heißt, als Betroffener laufe ich viele Jahre unerkannt damit herum. Deswegen ist es für uns Ärzte so wichtig, hier ein sauberes Screening zu machen und auch schon die Vorstadien frühzeitig zu erkennen. Das geht über Bluttests und diese Bluttests sind verfügbar und sollten in der Routine immer eingesetzt werden. Wenn man also weiß, man hat ein gewisses Risiko und man kann dieses Risiko beispielsweise auch über Fragebögen ermitteln, ob man selbst diesem Risiko unterliegt, dann kann man sich den Bluttesten unterziehen, die einem sehr schnell dann Auskunft geben, ja, ich bin Risikopatient für Diabetes oder nicht. Und dann kann ich eben auch früh eingreifen. Dann interessiert uns jetzt noch zum Schluss, wie schaffen Sie das in Ihren vollen Alltag, Bewegung und gesunde Ernährung zu integrieren? Ja, das ist ja für jeden eine Herausforderung, sich immer gesund zu ernähren und ausreichend zu bewegen. Mein persönliches Motto ist, sich viel zu bewegen. Wir haben einen Hund und der Hund ist der beste Motivator, draußen zu sein, viel spazieren zu gehen, sich viel zu bewegen. Und deswegen empfehle ich das jedem Diabetiker, sich einen Hund zuzulegen. Wer keine Hunde mag, kann natürlich auch andere Sportarten machen, Radfahren oder Laufen. Wichtig ist, dass man etwas regelmäßig macht. Und regelmäßig heißt mindestens 3-mal in der Woche, so dass man spitzt. 3-mal 45 Minuten pro Woche ist die offizielle Empfehlung, dass man das also macht. Und ja, unser Hund möchte jeden Tag raus, deswegen bin ich auch jeden Tag draußen. Dann nehmen wir das sehr gerne so auf und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit und für das sehr spannende Interview. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat das Interview genauso viel Freude gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.